Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lea und freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Der Frühling klopft an die Tür, die Vögel zwitschern lauter und die ersten Sonnenstrahlen wärmen die Erde. Das bedeutet nur eins: Es ist März und es ist endlich wieder Zeit, die Hände in die Erde zu stecken. In diesem Video zeige ich euch meinen kompletten Fahrplan für den Garten im März. Wir werden gemeinsam alles vorbereiten, damit wir bald eine reiche Ernte und eine prächtige Blütenpracht genießen können. Egal, ob ihr einen großen Garten, ein Hochbeet oder nur einen Balkon habt, es gibt für jeden etwas zu tun. Also, schnappt euch eure Gartenhandschuhe, macht es euch gemütlich und lasst uns zusammen in die neue Gartensaison starten. Bevor wir richtig loslegen, machen wir eine kleine Bestandsaufnahme. Was hat den Winter überlebt? Was muss weg? Ich schaue mir meine Beete genau an und entferne altes Laub, abgestorbene Pflanzenteile und Unkraut, das schon anfängt zu sprießen. Das ist super wichtig, denn so schaffen wir Platz für Neues und verhindern, dass sich Krankheiten ausbreiten. Außerdem lockert das den Boden schon ein wenig auf. Bei meinen Stauden schaue ich, welche einen Rückschnitt vertragen. Bei vielen, wie zum Beispiel Lavendel oder Rosen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sie in Form zu bringen. Das fördert einen kräftigen Neuaustrieb und eine üppige Blüte im Sommer. Denkt dran, lieber jetzt ein bisschen radikaler schneiden, als später eine schwache Pflanze zu haben. Aber Achtung bei Frühblühern wie Forsythien, die schneiden wir erst nach der Blüte, sonst nehmen wir ihnen die Blütenpracht. So, die Beete sind sauber, jetzt geht es an die Bodenverbesserung. Das ist das A und O für gesunde Pflanzen. Ein guter Boden ist wie ein reich gedeckter Tisch für eure Gemüse- und Blumenbabys. Ich arbeite jetzt reifen Kompost in meine Beete ein. Das ist das schwarze Gold des Gärtners. Kompost liefert nicht nur wertvolle Nährstoffe, sondern verbessert auch die Bodenstruktur, sodass Wasser besser gespeichert werden kann. Wenn ihr keinen eigenen Kompost habt, ist das kein Problem. Gekaufter Kompost oder organischer Dünger aus dem Gartencenter tun es auch. Ich verteile eine großzügige Schicht auf dem Beet und arbeite sie mit einer Grabegabel oder einem Grubber oberflächlich ein. Tief umgraben müsst ihr nicht unbedingt, das stört nur das wertvolle Bodenleben. Diese leichte Lockerung reicht völlig aus, um den Boden für die Aussaat und Pflanzung vorzubereiten. Jetzt kommt der Teil, auf den ich mich immer am meisten freue: die Aussaat. Was können wir im März schon direkt ins Freiland sehen? Eine ganze Menge. Radieschen, Spinat, Feldsalat und Karotten sind hart im Nehmen und vertragen auch noch kühlere Temperaturen. Ich ziehe mit einer kleinen Harke gerade Saatrillen, lege die Samen hinein, nicht zu dicht, sonst müsst ihr später viel ausdünnen. Bedecke sie leicht mit Erde und gieße vorsichtig an. Ein Tipp: Markiert eure Reihen mit kleinen Schildern, damit ihr später noch wisst, was wo wächst. Glaubt mir, man vergisst das schneller, als man denkt. Auch einige Blumen wie Kornblumen oder Ringelblumen können jetzt schon direkt ins Beet. Sie sind nicht nur wunderschön, sondern auch nützlich für Insekten. Aber nicht alles kann schon nach draußen. Viele unserer Sommerlieblinge brauchen es am Anfang schön warm und kuschelig. Deshalb starten wir jetzt mit der Vorkultur auf der Fensterbank oder im Gewächshaus. Tomaten, Paprika, Chilis und Auberginen sind die Klassiker. Ich fülle kleine Anzuchttöpfe mit spezieller Anzuchterde. Die ist nährstoffärmer und verhindert, dass die Keimlinge zu schnell in die Höhe schießen. Dann lege ich die Samen hinein, bedecke sie je nach Angabe auf der Packung mit Erde und halte sie feucht. Stellt sie an einen hellen, warmen Ort. Eine durchsichtige Haube oder Frischhaltefolie hilft, die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten, aber vergesst das Lüften nicht, um Schimmel zu vermeiden. Es ist einfach magisch, den kleinen Pflänzchen beim Wachsen zuzusehen. Was ist mit unseren Obstbäumen und Beerensträuchern? Auch die brauchen im März unsere Aufmerksamkeit. Jetzt ist die letzte Chance für den Winterschnitt bei den meisten Obstbäumen wie Apfel und Birne. Wir entfernen kranke, tote oder sich kreuzende Äste. Das bringt Licht und Luft in die Krone und sorgt für eine bessere Fruchtqualität. Bei meinen Beerensträuchern wie Johannisbeeren und Stachelbeeren lichte ich die alten Triebe aus, um Platz für neue, fruchttragende Ruten zu schaffen. Und ganz wichtig: eine Schicht Kompost oder Beerendünger rund um die Pflanzen gibt ihnen die nötige Power für die kommende Saison. So sichern wir uns eine süße und reiche Ernte im Sommer.
Der Rasen erwacht jetzt auch langsam aus dem Winterschlaf und hat oft kahle Stellen oder Moos. Zeit für eine kleine Schönheitskur. Sobald der Boden nicht mehr gefroren oder zu nass ist, könnt ihr den Rasen vertikutieren. Das entfernt Moos und Rasenfilz und belüftet den Boden. Danach könnt ihr kahle Stellen nachsehen. Wählt eine passende Rasenmischung und verteilt die Samen gleichmäßig. Eine dünne Schicht Erde darüber hilft beim Keimen. Ein organischer Rasendünger gibt dem Gras dann den nötigen Kickstart, um wieder dicht und saftig grün zu werden. Und denkt dran, der erste Schnitt sollte nicht zu kurz sein, um den Rasen nicht zu stressen. Vergessen wir auch unsere Kübelpflanzen auf dem Balkon und der Terrasse nicht. Viele, die den Winter draußen verbracht haben, freuen sich jetzt über frische Erde. Ich schaue nach, ob die Wurzeln schon den ganzen Topf ausfüllen. Wenn ja, ist es Zeit fürs Umtopfen. Nehmt einen etwas größeren Topf und füllt ihn mit frischer, hochwertiger Kübelpflanzenerde. Das gibt den Pflanzen neue Nährstoffe und mehr Platz zum Wachsen. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr auch gleich einen Langzeitdünger untermischen. Das erspart euch später viel Arbeit. Und auch hier gilt, abgestorbene Teile entfernen und die Pflanzen bei Bedarf etwas in Form schneiden. Ein ganz wichtiger Punkt im März: habt Geduld und seid achtsam. Das Wetter kann noch sehr wechselhaft sein. Wir können wunderschöne, sonnige Tage haben, aber auch späte Fröste sind immer noch möglich. Behaltet den Wetterbericht im Auge. Wenn Frost gemeldet wird, solltet ihr eure frisch gesäten Beete oder empfindlichen Keimlinge draußen mit einem Vlies abdecken. Auch die vorgezogenen Pflänzchen, die ihr vielleicht schon tagsüber zum Abhärten rausstellt, müssen nachts unbedingt wieder rein. Diese kleinen Schutzmaßnahmen können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Der Garten lehrt uns, im Rhythmus der Natur zu arbeiten, nicht gegen sie. Wow, was für ein Programm! Fassen wir noch mal kurz zusammen, was im März im Garten ansteht. Wir haben die Beete aufgeräumt und von altem Laub befreit. Dann haben wir den Boden mit reichlich Kompost für die neue Saison gestärkt. Wir haben robuste Gemüse- und Blumensorten direkt ins Freiland gesät und wärmeliebende Pflanzen wie Tomaten auf der Fensterbank vorgezogen. Obstbäume und Beerensträucher haben ihren Pflegeschnitt bekommen und auch der Rasen wurde fit für den Frühling gemacht. Zuletzt haben wir uns um unsere Kübelpflanzen gekümmert und gelernt, wie wichtig es ist, auf das launische Märzwetter zu achten. Das ist eine ganze Menge, aber jeder einzelne Schritt bringt uns unserem Traumgarten ein Stück näher. Ich hoffe, dieses Video hat euch inspiriert und motiviert, jetzt selbst im Garten aktiv zu werden. Der März ist wirklich ein magischer Monat, in dem alles wieder zum Leben erwacht. Es gibt nichts Schöneres, als die Früchte der eigenen Arbeit wachsen zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure ersten Projekte im Garten dieses Jahr sind. Ich bin total gespannt darauf. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine wundervolle Zeit im Garten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.